Ein Bankkonto ist meistens eines der ersten Dinge, die wir brauchen, wenn wir in ein neues Land ziehen. Also etwas, das vielleicht auch viele von euch betrifft. Und auch ein Zuschauer hat uns gebeten, ein Video zu diesem Thema zu machen. Deshalb zeigen wir euch heute typische Sätze und Fragen, die ihr bei der Kontoeröffnung in Österreich hören könnt. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um den Dialekt und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zu dem Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Wenn ihr in Österreich ein Bankkonto eröffnen möchtet, habt ihr eine Riesenauswahl. Typische und traditionelle Banken in Österreich sind zum Beispiel die Raiffeisenbanken, die Erste Bank, die Sparkassen oder die UniCredit. Mittlerweile gibt es aber auch viele Online-Banken. Ihr habt also die Qual der Wahl. Zur Kontoeröffnung habt ihr sicher viele Fragen bzw. benötigt die Bank von euch einige Informationen. Nehmen wir an, ihr wählt eine Filialbank aus und kommt in die Bank. Dann werdet ihr sehr wahrscheinlich einmal begrüßt und gefragt, was ihr möchtet. Das könnte so in Österreich klingen. Nummer 1. Begrüßung. Grüß Gott, bitte. Grüß Gott, wie kann ich Ihnen helfen? Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir nicht Guten Tag gesagt haben. In Österreich ist Grüß Gott die typische Begrüßungsformel in formellen Kontexten. Und es gibt übrigens mehrere Versionen für das formelle Ihnen in Österreich. Gerade haben wir das Beispiel Kann ich Ihnen helfen gehört. Ihr könnt aber auch Kann ich Ihnen helfen oder Kann ich Ihnen helfen hören. Was genau das Gleiche bedeutet. Auf die Frage des Angestellten oder der Angestellten sagt ihr jetzt, dass ihr ein Konto eröffnen möchtet. Darauf könnte euch die Person Folgendes fragen. Nummer 2. Erste Informationen. Je nach Situation wird euch der oder die Angestellte natürlich andere Informationen geben oder Fragen stellen. Sagen wir, ihr möchtet ein Girokonto eröffnen und euch dazu beraten lassen. Hier aber ein paar Beispiele, was der Bankberater oder die Bankberaterin fragen oder sagen könnte. Ja, gern. Wir haben verschiedene Kontomodelle. Ich kann Ihnen alles in Ruhe erklären. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, gern. Da haben Sie eine Broschüre mit einer Übersicht über die Konten und Karten, die wir anbieten. Gern, kein Problem. Wir haben verschiedene Girokonten für Privatkundinnen, aber auch ein Firmenkonto oder ein Jugendkonto. Was wäre da für Sie relevant? Selbstverständlich. Wir haben gerade ein super Angebot für ein Privatkonto. Schauen Sie her, ich zeige es Ihnen. Gern. Wir haben verschiedene Girokontomodelle. Das Basiskonto ist gebührenfrei, also ohne Kontoführungsgebühr. Da haben Sie die grundlegenden Leistungen dabei. Dann haben wir auch noch das Standardkonto, wo Sie das Online-Banking und eine Bankomatkarten dabei haben. Das Premium-Konto ist von den Leistungen her das umfangreichste. Da haben Sie nämlich auch noch unbegrenzte Barabhebungen, auch im Ausland und eine Kreditkarten dabei. Das Modell kostet 14 € pro Monat. In den Beispielen ist euch sicher aufgefallen, dass viele Wörter anders klingen. Ganz typisch ist, dass das A oft zu einem O wird. Das haben wir gerade zum Beispiel bei diesen Wörtern gesehen. Ja wird zu ja. Wir haben wird zu wir haben. Dann wird zu dann. Angebot wird zu Angebot. Oder Ausland wird zu Ausland. Und was wird zu was. Und noch ein letzter Punkt. In einem Beispiel haben wir das Wort selbstverständlich verwendet, das wir im Dialekt wie selbstverständlich aussprechen. Das ist eine super Alternative zu ja, die ihr euch merken könnt. Nummer 3. Auf Fragen antworten. Nachdem ihr erste Informationen erhalten habt, habt ihr wahrscheinlich jetzt immer noch einige Fragen, die ihr noch klären möchtet. Falls der Berater oder die Beraterin es noch nicht erwähnt hat, könnte euch zum Beispiel interessieren, welche Leistungen inkludiert sind, wo Extrakosten anfallen und ob zum Beispiel eine Kreditkarte dabei ist. Da könnte euch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin so antworten. Ja, 5 Gratis-Abhebungen sind pro Monat dabei. Oder na, Gratis-Abhebungen sind nicht dabei. Ja, eine Kreditkarte ist bei dem Kontotyp inkludiert. Oder na, eine Kreditkarte ist bei dem Kontotyp nicht dabei. Das kostet 5,50 pro Monat. Aber im ersten Jahr zahlen Sie momentan nur 3 €, wenn Sie bis 20. März noch einen Vertrag abschließen. Ja, die Kontoführung ist kostenlos. Oder na, die Kontoführung ist leider nicht kostenlos. Fürs Konto zahlen Sie 14 € pro Monat. Da sind aber dann alle Online-Banking-Services und Überweisungen dabei. Ja,
Alle Überweisungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind kostenlos dabei. Bei den Eurobeträgen haben wir in den Beispielen ein paar Mal die Zahlen in unserem Dialekt erwähnt. Wenn ihr da noch Schwierigkeiten habt, sie gut zu verstehen, dann schaut euch gern unser Video zu den Zahlen im Dialekt an. Wir verlinken es euch unten in der Videobeschreibung. Gibt es Angebote für NeukundInnen? Wenn ihr SchnäppchenjägerInnen seid, dann interessieren euch sicher auch Angebote, die die Bank für neue Kunden oder Neukundinnen haben könnte. Deshalb fragt ihr nach. Das könntet ihr als Antwort hören. Ja, wir haben gerade eine super Aktion. Da sparen Sie sich ein Jahr lang die Kontoführungsgebühr. Ja, bei uns kriegt gerade jeder Neukunde oder jede Neukundin einen Willkommensbonus von 100 € bei einer Einlage ab 3.000 €. Ja, wir bieten gerade eine super Cashback-Aktion an. Je mehr Transaktionen oder Käufe Sie mit Ihrer Karten machen, desto mehr Cashback kriegen Sie zurück. Wir haben gerade ein exklusives Angebot für unsere Neukundinnen. Auf unser Festgeldkonto kriegen Sie für die nächsten 6 Monate einen fixen Zinssatz von 4%. Danach ist er variabel. Na, momentan haben wir leider keine Angebote, die einer für das Kontomodell anbieten kann. Weitere Schritte: Vertragsabschluss. Gut, die Informationen, die euch der oder die Mitarbeiterin gegeben hat, klingen gut für euch. Daher möchtet ihr jetzt noch wissen, was die nächsten Schritte sind, wenn ihr euch für ein Konto entscheidet. Hier wird euch die Bankberaterin oder der Bankberater dann Informationen zum Vertragsabschluss geben und euch sagen, welche Dokumente oder Informationen noch benötigt werden. Zum Beispiel könnte das so klingen: Gern, ich mache den Vertrag fertig. Dafür brauche ich dann nur einen Ausweis und eher eine Meldebescheinigung bitte. Ich brauche dann nur von einer einen Personalausweis, einen Führerschein oder einen Pass. Ja, ich brauche bitte eine Meldebestätigung. Die darf aber nicht älter als 3 Monate sein. Und einen Einkommensnachweis für die letzten 3 Monate. Ich gebe Ihnen gleich ein Formular, das wir noch bitte ausfüllen. Wenn Sie noch Fragen haben, geben Sie mir jederzeit Bescheid. Und unten dann unterschreiben bitte. Ihr Karten müssen wir bestellen. Die kriegen Sie dann so in circa einer Woche zugeschickt. Wie ihr in den Beispielen gesehen habt, braucht ihr für den Vertragsabschluss typischerweise immer ein Ausweisdokument. Das kann ein Pass oder ein Personalausweis sein. Meistens müsst ihr auch beweisen, dass ihr ein regelmäßiges Einkommen habt. Das macht ihr mit einem Einkommensnachweis. Das kann ein Gehalts- oder Lohnzettel sein. Manchmal reicht vielleicht auch eine Bestätigung eures Arbeitgebers oder Arbeitgeberin. Normalerweise wird auch nach einem Meldezettel gefragt. Das ist ein Dokument, das euren Wohnsitz bestätigt. Wenn ihr in Österreich schon einmal ein Konto eröffnet habt, dann teilt jetzt unten in den Kommentaren eure Tipps oder Erfahrungen. So können wir uns gegenseitig unterstützen. Verabschiedung. Und am Ende des Beratungsgesprächs verabschieden wir uns natürlich. Der oder die Angestellte verabschiedet sich und bietet normalerweise noch Hilfe an, sollte es weitere Fragen geben. Das könnte dann so klingen: Melden Sie sich gern, wenn Sie noch Fragen haben. Auf Wiederschauen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Ich gebe Ihnen nur meine Karten mit, rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Ja dann, danke und auf Wiederschauen. Viel Freude mit dem Konto. Wiederschauen. Wie ihr sicher bemerkt habt, sagen wir in Österreich normalerweise nicht auf Wiedersehen, sondern eher auf Wiederschauen oder nur auf Wiederschauen. Wir sagen jetzt auf jeden Fall Danke und auf Wiederschauen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.